Damit auch du die NG App richtig nutzt, zeigen wir dir heute den ganzen Ablauf und all das, was du an deinem Auto anpassen kannst. Den ganzen Ablauf zeigen wir euch heute anhand eines Golf 8 GTI Club Sport. Macht ihr die NG App auf eurem Handy auf und dann geben wir die TAN, die ihr, wenn ihr eine Lizenz bei uns im Webshop gekauft habt, per E-Mail erhaltet und aktivieren sozusagen unser Login in der App. Wichtig ist natürlich, dass ihr jetzt die Zündung anmacht und auch ein Ladegerät an eure Batterie hängt, damit beim ersten Flash speziell die Batteriespannung eben nicht abbricht. Nachdem ich jetzt die Batterie an das Ladegerät angehängt habe und die Zündung hier im Fahrzeug aktiviert habe, connecte ich mich mit meinem Fahrzeug. Jetzt tauchen hier in dem Falle, da ich eine All-in-One-Lizenz gekauft habe, beide Steuergeräte auf und ich sehe auch, ich habe für beide Steuergeräte eine Lizenz. Jetzt gehen wir mal hier ins Motorsteuergerät. Da zeige ich euch jetzt mal die einzelnen Funktionen, die wir für dieses Fahrzeug jetzt im Besonderen anbieten. Die Einstellungen variieren gering. Geben wir natürlich auch alles im Webshop an, was man bei den Autos für Optionen hat. Wir haben hier in dem Falle jetzt den originalen Datenstand sowie eine Stage 1 und eine Stage 2 für das Motorsteuergerät zur Verfügung und haben noch, wie ihr es in unserer Beschreibung ja schon gelesen habt, einzelne Einstellungen, die wir jetzt an dem Fahrzeug quasi ändern können. Ich werde jetzt wirklich Step by Step alle Einstellungen durchgehen und euch zeigen, was ihr da für Möglichkeiten habt. Dann werden wir natürlich auch zusammen noch eine Motor Stage 1 oder Stage 2 löschen. Wir gehen jetzt hier mal rein. Erstes Setting, das ist hier jetzt Start-Stopp-Automatik. Das Setting aktivieren und dann habe ich hier 3 Einstellmöglichkeiten. Ich habe einmal den letzten Modus, der quasi gespeichert wird. Das bedeutet, wenn ich die Start-Stopp-Automatik auf Aus mache und dann den Motor ausmache, dann bleibt die Start-Stopp-Automatik quasi im letzten gespeicherten Modus, der wäre dann off. Ich kann sie auch ganz ausmachen oder eben active, das bedeutet halt aktiv, so wie es Serie auch ist. Nächste Möglichkeit ist eigentlich hier die umfangreichste Option bei den Autos, die wir anbieten, das sogenannte Pop-and-Banks, Schubknallen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Da könnt ihr halt letzten Endes das ganze Schubknallen so einstellen, wie ihr es auch wirklich haben wollt. Einmal müsst ihr natürlich hier die Option aktivieren und dann habe ich hier eine nächste Variante, ob das Auto auch im kalten Zustand knallt. Das kann ich hier ein- und ausschalten. Ist es bei mir hier eben off. Dann habe ich auch bei dem Steuergerät einen Emotionsstart, der Serie bei diesem Modell nicht aktiv ist. Bedeutet, er startet einfach mit etwas höherer Drehzahl in diesem Fall hier. Die nächste Option ist, dass ich die Länge vom Schubknallen einstellen zwischen 0,5 und 3 Sekunden. Ist alles mit dem Regel quasi einstellbar. Genauso wie auch die Intensität. Das ist eigentlich letzten Endes wirkt sich auf die Lautstärke aus. Also ich kann hier einmal natürlich relativ leise das Ganze machen, dann kann auch voll aufdrehen. Hier habe ich zwar quasi die Einstellbereich zwischen 1 und 7. Das ist aber, wie gesagt, fahrzeugabhängig. Bei den Gen 3 Motoren etwas anders als bei den Gen 4 Motoren zum Beispiel. Was ich auch noch hier bei diesem Fahrzeug habe, also Simus 19, Simus 18 und Simus 12, ich kann das Knallen auch drehzahlabhängig einstellen. Hier habe ich ja einmal die Startdrehzahl und einmal die Enddrehzahl. Bedeutet, Startdrehzahl ist quasi ab wann das Fahrzeug knallt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 4500 Umdrehungen einstelle, dann würde das Fahrzeug unterhalb dieser Drehzahl nicht knallen, sondern erst ab 4500 Umdrehungen. Und hier habe ich die Enddrehzahl, die ist jetzt hier in dem Fall bei 7000. Kann ich natürlich auch runtersetzen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage 1500 und die unten mal 3500, dann wäre es so, dass Knallen nur in dem Bereich zwischen 3500 und 5500 Umdrehungen aktiv wäre. Und oberhalb des Drehzahlbereichs würde es nicht knallen und unterhalb des Drehzahlbereiches würde es nicht knallen. Als nächstes kann ich den Drehzahlbegrenzer im Stand aufheben. Bedeutet, dass das Fahrzeug im Stand P und N höher dreht als diese 4000 und würde dann quasi in den ganz normalen Drehzahlbegrenzer bei ca. 6800 Umdrehungen gehen. Als nächstes, relevant jetzt nicht für dieses Fahrzeug, aber für den Golf 8R zum Beispiel oder den Cupra Ateca, die ja dasselbe Steuergerät benutzen, sind hier die Auspuffklappen. Wenn das Fahrzeug serienmäßig über Auspuffklappen verfügt, könnt ihr über diese Einstellungen die elektronischen Klappen im Sportmodus oder im Cupra-Modus, je nachdem wie der Modus halt bei dem Fahrzeug heißt, beim Golf R wäre es zum Beispiel der Race-Modus, beim Cupra ist es der Cupra-Modus, könnt ihr hier die Klappen auf Always Open, also dauerhaft offen im Sportmodus setzen. Die nächste Einstellmöglichkeit ist VMAX-Aufhebung. Habt ihr die Möglichkeit für euer Fahrzeug, könnt ihr die eben aufheben, dann läuft das Fahrzeug so schnell, wie es eben kann. Eine weitere Möglichkeit, die ihr hier in der App habt, sind die sogenannten Hardware-Modifikationen. Ist auch eine der Varianten, die wirklich sehr viele Optionen anbietet. Ihr habt einmal hier die Möglichkeit, dass ihr den Kaltstart rausnimmt. Bedeutet, wenn ihr das Auto nach einer längeren Zeit, wenn es gestanden hat, anmacht, dann dreht das Fahrzeug deutlich höher und spritzt sozusagen auch mehr ein, damit die Temperatur des Cuts deutlich schneller erreicht wird, sodass eben die Emissionen auch besser erreicht werden oder schneller erreicht werden. Den könnt ihr hier rausnehmen und startet das Fahrzeug mit der ganz normalen Drehzahl und dreht eben nicht so hoch und ist damit natürlich auch im Stand viel leiser, als wenn ihr den Kaltstart drin lasst. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, zwischen einem Upgrade-Ladeluftkühler auszuwählen. Da habt ihr hier einmal die Variante Stock, also wenn es Serie ist und natürlich, wenn ihr einen Upgrade-Ladeluftkühler verbaut habt. Genauso ist es mit dem Inlet und Intake. Das ist, sage ich mal so, die Modifikation, die bei den Gen-Motoren in Kombination mit dem Ladeluftkühler am meisten ausmacht. Dann würdet ihr nur das Inlet anklicken. Wenn ihr nur eine Ansaugung
verbaut habt, dann klickt ihr nur die Ansauger an. Und die meisten haben natürlich beides verbaut. Dann heißt es Inlet plus Ansaugung. Bedeutet auch in dem Fall, wenn ihr das hier abendet, wird natürlich im Hintergrund dementsprechend auch die Software eben auf genau diese Hardware-Modifikation angepasst. Ihr habt natürlich auch des Weiteren hier noch die Möglichkeit, eure Downpipe anzugeben. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine 200-Zeller ECE Downpipe eingebaut habt, könnt ihr diese hier auch auswählen und dann dementsprechend auch die Software nochmal fein justiert. Die letzte Möglichkeit, die wir jetzt hier bei dem Fahrzeug haben, ist welches Benzin, die Benzinsorte, welche ihr tankt. Da habt ihr hier die Möglichkeit, zwischen 3 verschiedenen Sorten auszuwählen. Da seht ihr jetzt nur 2, das hat folgenden Hintergrund. Wenn ihr diese Funktion nicht aktiviert habt, fahrt ihr 98 Oktan. Wenn ihr sie aber aktiviert habt, könnt ihr hier nochmal zwischen 100 und 102 Oktan auswählen. Passt sich die Software auch auf diesen Spritgehalt eben an. Dann sind wir hier alle Optionen mal durchgegangen. Wenn ihr hier zum Beispiel da drauf drückt, Reset Configuration, das bedeutet, ihr setzt einfach all das, was ihr quasi geändert habt, wieder auf Serie. Wollen wir jetzt hier in dem Fall nicht, weil ich ja gerade das getätigt habe, was ich haben will. Wenn ihr diese Einstellung, die ihr jetzt hier gerade getätigt habt, auf euer Auto übertragen wollt, dann ist das nicht live möglich, sondern ihr müsst hier einmal zurückgehen, dann dementsprechend die Stage, die ihr aufs Auto haben wollt, flashen. Bedeutet, wenn ihr die Stage 2 flasht habt, übertragt ihr automatisch alle Optionen, die ihr in den Konfigurationen ausgewählt habt, auf euer Fahrzeug. Wir haben jetzt hier alle Optionen, so wie ich es haben will, eingestellt und gehen jetzt zurück und wollen jetzt die ganzen Konfigurationen mit einer Stage 1 flashen. Das machen wir jetzt das Ganze. Wichtig ist, wie gesagt, Zündung ist an, Batterieladegerät ist dran und flashen jetzt mal hier die Stage 1. Jetzt kommen hier ganz viele wichtige Hinweise, die ihr natürlich auf jeden Fall auch beachten müsst, damit der Flash reibungslos abläuft. Also wir schreiben das nicht ohne Grund hin. Man sieht hier zum Beispiel eben, dass man die Klimaanlage ausmachen soll, damit eben der Saft, der von der Batterie gezogen wird, nicht durch Verbraucher limitiert wird. Dann natürlich CarPlay sollte aus sein, die Motorhaube offen sein. Wir sind hier, die Zündung ist ganz wichtig, das andere. Wir sollen natürlich mit dem Handy nichts weiteres machen, keinen Anruf beantworten und wichtig ist, dass das Getriebe im P ist. Im Endeffekt das alles einmal durchgehen. Wenn ihr sicher seid, ihr habt das gemacht, dann könnt ihr hier weiterklicken. Jetzt kommen hier noch 2 wichtige Informationen. Wichtig ist, dass bei unseren Stages immer mindestens 98 Oktan gefahren wird, einfach damit das Fahrzeug wirklich sauber läuft. Bei dem Fahrzeug wäre es auch noch sinnvoll, einen Getriebeflash zu machen. Den machen wir dann noch im Nachgang. So, jetzt haben wir hier den Flash gestartet. Das dauert jetzt so circa, in meinem Falle, 1 Minute ungefähr, weil der Unlock bei diesem Fahrzeug eben schon gemacht wurde. Der Unlock dauert bei dem Auto bei einer Simus 19 so circa zwischen 10 und 13 Minuten. Das ist immer nur der erste Flash und wenn ihr den zweiten Flash macht, seid ihr eben, wie gesagt, bei 50 Sekunden. So, jetzt ist der Flash durchgelaufen. Ihr habt ja gesehen, während des ganzen Prozesses, wir haben das kurz ein bisschen vorgespult, damit ihr nicht so lange warten müsst, kam ja eine Reihe von Fehlern hier im Cockpit auf. Das ist ganz normal, da auch nicht verunsichert sein. Nach dem Flash werden im Endeffekt alle Fehler aus dem DTC-Speicher gelöscht. Wichtig ist nur, wenn der Flash durchgelaufen ist, dass ihr einmal die Zündung ausmacht, ja, damit wirklich alle Fehler rausgelöscht werden und dann die Zündung wieder anmacht. Danach könnt ihr auch das Auto mal anmachen und schauen, ob alles passt. Fehler, wie gesagt, gehen alle weg. Wenn wir das Auto mal starten. Und das Auto ist auch ganz normal angesprungen. So, ich mache jetzt wieder aus und wir gehen jetzt hier noch kurz ins Getriebesteuergerät rein. Da wollte ich euch auch noch mal zeigen, weil da gibt es hier bei dem Fahrzeug sogar auch noch eine Option. Wir bieten hier beim Golf 8 GTI Clubsport nur die Option Flash Original und eine Stage 2 an, weil hier in dem Fall eine Stage 1 keinen Sinn macht, haben wir hier nur die Stage 2. Und in der Stage 2 machen wir Folgendes. Wir entfernen die Drehmomentbegrenzung, bedeutet, das Getriebe kriegt vom Motorsteuergerät ja einen gewissen Drehmomentwert vorgegeben. Dieser wird dann durch das Getriebe eben nicht mehr limitiert. Ja, dieses Fahrzeug hat hier in der Stage 2 570 Newtonmeter und diese 570 Newtonmeter werden dann eben voll vom Getriebe auch verarbeitet. Hier wird auch der Drehzahlbegrenzer in N aufgehoben und wir erhöhen den Kupplungsdruck. Was wir auch noch machen, ist, dass wir das ganze Schaltverhalten im Sportmodus komplett einmal verändern und die Schaltzeiten auch etwas noch verkürzen. Ja, das ist jetzt zum Thema Getriebe. Wir gehen jetzt hier noch mal kurz in die Konfiguration rein. Hier sind noch 2 Optionen für das DQ 381 hinterlegt. Einmal habt ihr hier das sogenannte Segeln, was ihr nochmal separat aus- und anmachen könnt. Serie ist es ja quasi aktiv. Das merkt ihr immer dann, wenn ihr im D fahrt und ihr geht vom Gas. Dann geht ja die Drehzahl quasi bis runter auf 900 Umdrehungen. Und das könnt ihr hier quasi verhindern, indem der Gang eben eingekuppelt bleibt und sozusagen immer ein Kraftschluss existiert, wenn ihr das nicht haben wollt. Die zweite Option, die wir nach dem Segeln noch bei dem DQ 381 haben, ist der sogenannte Shift Indicator. Damit ist im letzten Endes gemeint, das Fahrzeug gibt euch ja immer an, aufgrund von Emissionssparen, wann ihr hoch und wann ihr runterschalten solltet. Diese kann man eben mit dieser Möglichkeit bzw. Option deaktivieren oder aktivieren. Der Prozess vom Flashen vom Getriebesteuergerät ist 1:1 genau gleich wie beim Motorsteuergerät, nur er dauert etwas kürzer. Ihr habt hier, wie gesagt, die 2 Varianten zur Verfügung. Auf dem Fahrzeug befindet
befindet sich jetzt schon die Stage 2 und in Kombination mit der Stage 1 oder aber auch der Stage 2 fährt sich das wirklich richtig, richtig gut. So easy kannst du mit der NGM-App dein Auto zu jeder Zeit, so oft du willst, optimieren und anpassen. Achtet darauf, dass ihr einmal an einem sicheren Ort flasht und dass ihr wirklich eine sehr stabile Internetverbindung habt. Ach so, falls ihr immer noch Fragen habt, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne per Mail schreiben.